Hallo ihr Lieben und willkommen zum Auswahlorakel, die Transformation im nächsten Monat, im Mai. Was transformiert man hier? Was sind Themen, die wir angucken dürfen? Wir haben hier den silbernen und den roten Buddha. Ich nehme extra das Butterfly-Orakel. Da sind auch unangenehme Themen drin, ne? Aber ich denke, auch das gehört zum Leben. Können nicht immer nur Wunscherfüllung und Sonnenschein haben. Wenn es dann trotzdem kommt, ist es gut. Hier Silber, hier Rot und wir schauen mal. Ihr wisst, dass das Legen bei mir einen Moment dauert, weil ich immer die Karten vor der Kamera lege. Wem das zu lange dauert, der kann hier gerne, hier drin ist ein Rädchen. Mit diesem Rädchen kann man die Geschwindigkeit ein bisschen rauf machen, dann geht es auch schneller oder ihr könnt es einfach überspulen. Allerdings ist das Kartenlegen Hauptbestandteil bei mir für Kartenlegen überhaupt. Man legt die Karten auch, wenn jemand zu dir persönlich nach Hause käme, nicht schon vorher hin. Es ist halt meine Einstellung, da bin ich ein bisschen doof. Oder penibel, sagen wir so. Jetzt hoffe ich, es geht euch gut. Die Zeit rennt. Wir gehen schon wieder in den neuen Monat rein. Ein Wahnsinn eigentlich. Na, da haben wir schon. Wir nehmen eine Astro-Qualität mit. Und wir ziehen eine von Nadines Karten, den Sorcery-Karten. So. Und was mir immer ganz wichtig ist, wir nehmen noch ein Krafttier, das uns durch den Monat geleitet. Oder durch die Transformation des Monats, sage ich mal so. Ne? So, dabei belassen wir es. Ich lege es mal noch schöner hin, dann könnt ihr wählen. Die Zeitstempel mache ich euch unten rein. Jo, ich nehme Silber und wir drehen mal um. Die Trauerarbeit steht an und die eigene Gesundheitspflege. Also wie geht man hier mit sich selber um? Selbstfürsorge wird gefragt. Man hat vielleicht Dinge zu betrauern. Die Karte zeigt halt einfach auch auf, irgendwas benötigt Genesung. Ne? Man hat vielleicht viel schon geschluckt oder weggedrückt und nicht genesen lassen, weil das Leben einem schon das Nächste präsentiert hat oder man einfach schneller weiter wollte oder das auch verdrängen. Und egal, wenn man nicht verarbeitet hat, wird die Trauer halt auch von Mal zu Mal immer größer. Man darf weinen, man darf trauern. Genau, das soll hier geschehen, mal die ganze Szenerie der ungelebten Trauer aus sich rauszulassen. Ja, man hat hier vielleicht auch die Aufgabe, jemanden zu trösten, ja, selber, jemand anderen zu trösten. Und ganz wichtig, wenn man für sich selbst sorgen darf, möchte, dann gehört es auch dazu, dass man eben mal unangenehme Gefühle ins Leben bringt und sie nicht wegdrängt. Man überlegt hier, wie gehe ich mit mir selber um, wo tue ich mir nichts Gutes mit, und genau das scheint sich hier zu transformieren.
Wir haben die innere Kraft. Hier ist jemand, der zeichnet sich durch großen Mut aus, durch Freundlichkeit, durch eine gewisse Stärke. Man hat so dieses Gefühl, dass es kein Problem gibt, das man nicht meistern kann. Man arbeitet sich vielleicht ja auch wieder zur inneren Kraft zurück. Man bleibt sich treu, man steht zu sich und wenn man Nein sagen will, sagt man auch Nein. Es kann hier ein bisschen Herausforderungen geben im Beziehungsleben, weil man eben hier auch transformiert. Ne? Wir haben ja die Überschrift, was transformieren wir? Und hier ist Herausforderung, die am Ende dann aber zu einer besonderen Bindung führt. Hier ist Hoffnung auf jeden Fall. Bei Schwierigkeiten hat man die Kraft und gegenseitiger Respekt ist hier sehr wichtig und Verständnis für die Situation des anderen. Dann haben wir hier, erkunde die Möglichkeiten, irgendetwas braucht einen anderen Weg. Das kann hier auch darum gehen, wie gestalte ich mir mein Leben so, dass ich mir nicht selbst schade oder dass ich permanent über meine Grenzen gehe. Man sucht hier Wege, ne? Man erkundet sich, man versucht, neue Dinge ins Leben zu bringen. Und ja, das passt ja auch sehr gut zur Trauerarbeit. Wir haben die Selbstvergebung, ne? Hier gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, wo man sich schuldig fühlt oder wo man Schuld von anderen angenommen hat oder wo man gedacht hat, man hätte irgendwie nicht alles gegeben. Und ja, man darf da ruhig auch mal traurig drüber sein, dass es sowas wie die Schuldfrage überhaupt gibt, ne? Es ist so leicht, andere zu beschuldigen oder zu sagen, das hat mit mir alles nichts zu tun. Aber wir machen alle Fehler und irgendwas kann immer mal passieren, das einem im Nachhinein bewusst wird. Und es wird sich hier auch so drum drehen, dass man sich selbst vergibt. Die zielgerichtete Absicht ist wichtig hier für unsere Transformation im neuen Monat. Also wenn du hier auf eine Möglichkeit kommst, dann verfolge diese auch. Du hast die Kraft dazu. Fokussiert sein ist hier sehr wichtig. Und eine Zeit der Transformation, die viele Konflikte löst. Etwas, was an einem nagt, das kann hier Schuld oder Trauer sein, beides ist möglich, was im Innern so rumbrodelt und tatsächlich das, was nagt, zieht halt auch Lebensenergie oder das Hochhalten eines Konfliktes, anstatt zu sagen, ich kann es nicht ändern, das darf sich hier transformieren und wird es auch. Wir haben das 9. Haus. Es geht natürlich bei solchen Themen um die Religion, um die Ethik. Wir haben Feuerenergie, transformative Energie sowieso. Und es kann ja mit dabei um die Sternzeichen wieder Schütze und Löwe gehen. Man hinterfragt hier sehr viel, vielleicht auch seinen Glauben. Man überlegt, an welchen Stationen man schon war und wie es da von da aus wieder weiterging. Und ich glaube, dass der Glaube oder die Spiritualität, die Werte, die man im Leben hat, einen hier auch gut durchführen. Jetzt haben wir hier die Prinzessin auf der Erbse. Es kann sein, dass man sich ein bisschen ziert oder pingelig ist oder ja, dass einen so kleine Sachen stören, dass man vielleicht auch übertrieben reagiert oder sehr wählerisch etepetete ist. Und ja, darf man das nicht auch mal, seine Befindlichkeiten nach außen zeigen? Darf man nicht auch mal wählerisch sein? Ich habe das so gelernt gekriegt, dass ich gar nichts zu melden hatte und ich finde, das steht einem schon zu. Auch mal zu sagen, hier, das möchte ich nicht, da ziere ich mich und vielleicht ist das auch so was, wo man sich schuldig fühlt oder dass es nach außen nicht so wirkt, wenn man eben sagt, nee, das möchte ich jetzt so nicht oder das nehme ich nicht so hin. Man darf auch mal Prinzessin auf der Erbse sein. So, und wir haben den Adler mit dem höheren Selbst. Der blickt hier aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel auf die ganze Situation. Der Adler bringt hier auch Führung mit und Wissen. Und
wenn man mit seinem höheren Selbst gut verbunden ist, dann kann man aufgrund der Perspektive, die man einnimmt, schon eine Wende sehen, bevor man sie überhaupt im Leben sieht. Ne? Der Adler bringt durch sein Kreisen Schutz mit, Kraft und Glaube auch. Das haben wir hier zweimal. Dieses Ding auch, wir schaffen alles, was wir müssen. Die innere Kraft ist da. Und wir dürfen hier die momentane Situation mit all ihren Aufgaben und Prüfungen nicht als Belastung betrachten, sondern mit einer neuen, frischeren Perspektive, mit einer übergeordneten Perspektive. Diese beschränkenden Gedanken, die man da hat, auflösen, darum geht es ein bisschen. Hier nimmt sich auch eine machtvolle Kraft an mit dem Adler. Und der Adler sagt einfach, wisse, dass sich jetzt alles zum Guten wendet und verlass dich auf die Kraft des Adlers, welche dich begleitet. Hier kommen viele Wahrheiten an die Oberfläche und das Licht der Sonne und der Bewusstheit sind verfügbar. Wir schauen noch, was das Vögelchen mitbringt. Das kann ich leider immer erst hinterher springen lassen, weil man es sieht. Und wir haben den Bienenfresser. Ich weiß nicht, der scheint irgendwie zu mir zu wollen. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr, sie sind da. Entspanne dich, das Leben trägt dich. Wunderbar. Ihr Lieben, das war unsere Seite. Ich wünsche euch viel schöne Transformationsenergie und dann gucken wir uns den roten Buddha an. So, was habt ihr Schönes? Ihr habt die Finanzen und die Motivation, also was transformiert sich. Das kann hier darum gehen, dass ihr irgendwo aktiver werden sollt, mitmachen, euch von Fluktuationen im Bereich der Finanzen nicht aus dem Konzept bringen lassen, sich jemand anschließen, in sich selbst investieren, sich etwas Gutes tun, wieder aufstehen, wo man liegen geblieben ist. Auch da so, ne, nicht immer nur ans Geld denken und sich Sorgen machen um das Thema, sondern so das als normalen Flow des Lebens auch anzusehen. Manchmal hat man ein bisschen mehr, manchmal hat man ein bisschen weniger. Motivation für etwas aufzustehen, mitzumachen, sich Menschen anzuschließen. So, von den Tarotkarten her habt ihr hier viel zu tun. Wundervolle Dinge, Möglichkeiten. Einen Plan zu machen wäre ganz gut. Und es geht hier darum, dass trotz allem viel zu tun ist. Man vielleicht auch motiviert ist, hier mitzumachen oder etwas zu tun, die Dinge leicht gehen. Also hier gibt es unbegründete Sorgen. Man hat hier vielleicht das Gefühl, man fällt durch irgendein Loch oder man kann sich etwas nicht leisten oder man kriegt etwas weggenommen. Aber hier kommt die Leichtigkeit und mit dem Schutz natürlich auch ein gewisser Segen von oben. Der Himmel schützt dich, deine Lieben und dein Eigentum. Eine Transformation in ein großes spirituelles Wachstum ist hier für euch. Die Menschen aus eurer Umgebung sind oder werden wichtig. Hier wird auch gesagt, mach mal mit denen mit, die deine Einstellung teilen oder deine Glaubenssätze. Nimm Hilfe an, wenn du sie brauchst. Und hier gibt es traditionelle Lösungen. Und doch möchtet ihr irgendwie frei sein, etwas auf eine andere Art und Weise zu machen. Ihr transformiert alles, was euch verwundet hat. Und es ist so eine genesende Sache hier. Ihr nehmt gute Frequenzen auf, etwas, was euch gut tut. Und ihr habt tatsächlich die Empfänglichkeit dabei. Ne? Hier stellt man die Antennen auf Empfang, die Intuition spricht mit einem. Hier geht es auch darum, wenn du selber empfängst und dir das erlaubst, dann kannst du auch anderen wieder mehr geben. Und genau das ist auch das Thema, das sich in den Finanzen hier so zeigen kann. Ne?
dieses im Fluss sein, nicht drauf sitzen, aber auch nicht verschwenden, das kann hier ein Thema sein. So, ihr habt hier wunderschöne Energien, ihr Lieben. Es transformiert sich hier etwas zu was Wunderbarem. Ihr habt hier das Aufblühen. Ihr habt hier Verträge, die euch winken, Verbindlichkeiten, die wie ein Geschenk herkommen. Vielleicht auch irgendwo etwas, was die Beziehungen erfrischt. Aufträge jeglicher Art, ne? Etwas Schönes, was euch, ja, ich sage mal, auch so wie ein Geschenk im Beziehungsbereich übergeben wird, das euch dann auch verbindlich weiterhilft. Also macht euch empfänglich auch für die Geschenke des Lebens. Wir haben nämlich hier bei euch Pluto, das sind Transformationen. Wir fragen ja, was transformiert sich, und hier haben wir eine ganz große Transformation. Ihr könnt hier hinterfragen, wo etwas langweilig ist in eurem Leben, wo es an Trubel fehlt. Möglicherweise kommt hier auch ein bisschen mehr Begegnung und Erlebnisse. Ein neues Leben kann irgendwie beginnen. Möglicherweise möchtet ihr auch im Großstadtleben, da ist viel los, ne? Da lebt man, da ist nichts langweilig oder eintönig, da beginnt etwas neu aufzublühen. Und wir haben hier für euch das Einhorn mit der Wahrhaftigkeit. Hier wird sich also alles transformieren, was nicht wahrhaftig ist, wo man so einen blöden Kompromiss macht, obwohl man eigentlich gar nicht will. Und hier kommt tatsächlich irgendeine Wandlung auch, die für euch sehr viel Bedeutung hat, denn die führt euch zu eurem Ursprung zurück, wo alles noch rein ist und auch nicht voller Sorge gedeckelt, ne? Wo ihr verbunden seid. Das Einhorn hilft auch Karma, Laster, schlechte Veranlagungen zu wandeln, das eigene Selbst wieder strahlen zu lassen. Es bringt Erkenntnisse, Anbindung, und es geht auch darum, sich selber einzugestehen, was man wirklich will oder wo man auch, sagen wir mal, so ein bisschen an seinem eigenen Leben vorbeischrammt. Der Herzensweg, das höhere Selbst, bringt dir hier den Segen mit. Und du hast hier praktisch dein ganzes Seelenpotenzial zur Verfügung, wenn du die Wahrheit lebst und irgendwie nichts mehr tust, was ein großer, schlechter Kompromiss auch für dich ist. Ne? Hier möchte dein Herz genesen und Leichtigkeit kommen, und du sollst motiviert sein, für dich selbst einzustehen und dir nicht nur Sorgen zu machen. Die Amsel. Ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen, passt wunderbar, und dich für Heiterkeit zu öffnen, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Also, investiert in euch selber, tut euch was Gutes, macht euch nicht nur Gedanken. Wir leben im Hier und Jetzt, und hier tut sich Schönes für euch auf. Hier kann man sozusagen so eine große Transformation machen, dass man sowas wie ein neues Leben beginnen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch und bis bald.